Hi, ich bin Esther, ich bin 19 Jahre alt und ich habe seit 6 Jahren eine Essstörung. Und ich will dir meine Geschichte erzählen, nicht weil sie sich so arg von anderen Geschichten vielleicht unterscheidet, sondern weil sie für mich ein Zeugnis davon ist, dass es einen Gott gibt, der immer noch Wunder tun kann und dem ich am Herzen liege und dem es wichtig ist, dass ich nicht leide. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht meine Geschichte anzuhören und vielleicht berührt es dich ja und vielleicht machst du dich auf die Suche nach diesem Gott. Ich war immer ein richtig selbstbewusstes und aufgedrehtes und lautes Kind. Also ich habe wirklich den Raum eingenommen. Ich habe es geliebt, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich habe es auch geliebt, zu essen, Sport zu machen, einfach rumzutoben und habe dementsprechend auch viel Energie gebraucht. Ich habe mir viel Anerkennung auch über den Sport geholt und mir war irgendwo bewusst, dass wenn ich einen sportlichen Körper habe, dass das auch Nahrung braucht, dass es irgendwie Nährstoffe oder so braucht, dass ich essen muss, dass ich Kraft habe. Ich erinnere mich in dem Zeitraum irgendwo, meine früheste Erinnerung ist, dass ich schon mit 11 oder 12 angefangen habe zu verstecken, wie viel Süßigkeiten ich esse. Ich weiß, dass ich zum Handballtraining super gern 2, 3 Schokoriegel mitgenommen habe und dass ich irgendwann das heimlich gemacht habe, dass ich zum Süßigkeitenschrank gegangen bin, auch während dem Tag und mir heimlich nur was rausgenommen habe. Oder dass ich irgendwann mal auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin total lange überlegt habe, ob ich jetzt noch einen Schokoriegel nehmen soll oder ob die sonst denken, dass ich zu ungesund esse, zu viel esse oder dass sie mich als dick empfinden. Und dann habe ich Schule gewechselt und ich bin in eine Klasse gekommen mit so lieben Mädchen und ich war richtig froh eigentlich da zu sein. Ich hatte mich richtig gefreut auf den Schulwechsel. Aber mein erster Eindruck war echt, wow, die sehen alle gut aus und die sind dünn. Und das war irgendwie, was mich da verfolgt hat. Ich bin sowieso ein super selbstkritischer und perfektionistischer Mensch und ich habe mich oft schon mit Leuten verglichen. Ich habe sehr viel schon als Kind die Leute um mich herum wahrgenommen und geschaut, wo ich denn besser bin und ich wollte immer die Beste sein. Und in der Zeit habe ich dann irgendwie so eine Faszination für dieses ganze Thema Magersucht entwickelt. Ich hatte irgendwie so eine Faszination darüber, dass Leute einfach nicht essen müssen. Ich habe Videos angeguckt, bin in irgendwelche Instagram- und WhatsApp-Gruppen reingekommen mit Leuten, die auch abnehmen wollten. Und ja, so hat es irgendwie seinen Anfang genommen. Ich will euch auch allgemein mit reinnehmen, was eine Essstörung ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu wissen, was in Betroffenen vor sich geht. Also zum einen hat man festgestellt, dass bei Essstörungen, besonders der Magersucht, genetische Komponenten mit reinspielen. Was genau kann ich euch total schlecht erklären, aber es gibt so ungefähr 8 genetische Varianten, die vermehrt mit der Magersucht in Verbindung gebracht werden. Als auch Perfektionismus, Leistungsdruck in der Gesellschaft, auch eine Veranlagung hin zu viel Sicherheit oder Angst vor vielen Sachen in einem Menschen kann total arg dazu beitragen, dass er Kontrolle sucht oder Sicherheit sucht in so einer Essstörung. Also die soziale Prägung. Im negativen Fall ist es das Mobbing, dass Leute einen wirklich hänseln und einem sagen, dass man es nicht wert ist, geliebt zu sein vielleicht oder dass man zu dick ist, dass man nicht gut aussieht. Ja, auch plötzliche soziale Veränderungen, wie es bei mir vielleicht der Schulwechsel war oder auch psychisch gesehen die Pubertät, rein biologisch auch, die ganzen Hormone, die sich da verändern. Auch die familiäre Prägung, Schönheitsideale, die in der Gesellschaft vorherrschen oder auch einfach allgemein die Peer Group um einen rum, wie bei mir, dass ich das Gefühl hatte, alle sind so dünn und ich will auch so dünn sein. Ja, im Grunde sind das alles innere, unausgesprochene Konflikte, könnte man sagen. Es geht nicht ums Essen direkt bei einer Essstörung, sondern es geht immer um irgendeine innere Verletzung, irgendeine innere Erwartung, irgendeinen inneren Druck und Zwang, der nicht gelöst werden kann oder scheinbar nicht gelöst werden kann und deswegen wird das aufs Essen übertragen. Und so war das auch bei mir. Bei mir war es irgendwo, glaube ich, der Wunsch nach Sicherheit, nach Kontrolle, ja, nach Zugehörigkeit und auch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das war, wie alles angefangen hat. Und als ich dann in der 9. Klasse war, hat sich das im Herbst dann langsam so entwickelt, dass ich irgendwann aufgehört habe, Süßigkeiten zu essen und mehr Sport zu machen, dass ich angefangen habe, mich regelmäßig zu wiegen, mein Gewicht zu tracken. Ja, und das auch verheimlicht habe von meinen Eltern, von meiner Familie sehr. Ich habe viel gebacken und gekocht, aber eigentlich nur für andere. Hatte eine richtige Obsession mit so Essensvideos anzuschauen. Und gleichzeitig hat sich da das auch entwickelt, dass ich irgendwie mein Hungergefühl nicht mehr einschätzen konnte, dass ich meinem Hungergefühl nicht mehr vertraut habe, meinem eigenen Körper und das getäuscht habe durch solche Videos oder indem ich mir einfach gesagt habe, ich brauche das nicht. Ich habe auch dann angefangen, meine Brotzeit immer wieder wegzuschmeißen. Ich habe es geliebt, wenn ich weg war von meiner Familie, weil dann niemand darauf achten konnte, wie viel ich esse, was ich esse.
Für mich war Weihnachten der Horror, das weiß ich noch. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon langsam abgenommen und hatte total die Angst vor den Feiertagen, weil ich wusste, es ist viel um einen rum los und man isst viel und man kann es kaum verhindern irgendwie. Und im Januar hat es dann wirklich angefangen, dass ich rapide an Gewicht abgenommen habe und dass meine Mama das bemerkt hat und ja, mit mir geredet hat, erstmal mich darauf angesprochen hat und dann mit mir gemeinsam zum Hausarzt ist. Und ihr müsst wissen, in dieser ganzen Zeit habe ich kaum Erinnerungen mehr. Letztendlich wurde mir dann auch eine Magersucht mit Suizidgedanken, ja, also Depressionen im Grunde diagnostiziert. Es war so im Februar oder März und dann hatten wir Gespräche mit verschiedenen Therapeuten erstmal, haben uns auf die Suche gemacht. Uns wurde aber relativ schnell empfohlen, eigentlich uns eher auf die Suche nach einem Klinikplatz zu machen und uns da zu bewerben oder mich da zu bewerben. Aber danach kam irgendwie ein Punkt, wo sich alles verändert hat. Ich erinnere mich, dass bis in April rein es eigentlich immer so war, ich will magersüchtig sein. Ich will nicht, dass jemand mir hilft und ich will das schaffen, abzunehmen und abzunehmen und abzunehmen. Und ich war so stur und versteift darauf, dass es niemand wissen darf und dass niemand das mitkriegen darf und dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und ich erinnere mich, dass ich im April in einer Nacht irgendwie einen Traum hatte und gesehen habe, wie ich von einer Klippe gefallen bin. Und ab dem Tag hatte sich echt was verändert. Ich erinnere mich, dass ich richtig Angst vor mir selbst hatte. Ich habe angefangen, in meinem Tagebuch dann von mir zu schreiben, als auch der anorektischen Seite in mir. Und habe das so richtig wie so einen Widerstreit in mir empfunden und wie eine Zerrissenheit in mir drinnen. Und hatte wirklich das Gefühl, ich kann nicht mehr raus, ich schaff's nicht mehr und ich habe Angst vor mir selber und Angst vor diesem Monster, das ich geworden bin. Das habe ich wortwörtlich so in mein Tagebuch geschrieben. Und ich habe rapide abgenommen und daheim war es ganz schlimm. Meine Familie konnte irgendwann das gar nicht mehr ertragen, richtig mit mir zu essen. Es gab viel Streit. Ich erinnere mich, dass ich Panikattacken hatte, wenn meine Mama mir irgendwie extra Käse gegeben hat. Und in der Zeit habe ich auch wirklich körperlich die Veränderung gespürt. Also ich hatte extrem Haarausfall, mir war immer kalt. Ich hatte extreme Verstopfung und Bauchschmerzen. Also wirklich, dass ich zum Teil stundenlang auf dem Klo saß und alles probiert habe, um irgendwie dieses unangenehme Gefühl loszuwerden und es einfach nicht geklappt hat. Und was meine Mama mir erzählt hatte, ist, dass ich öfter so fast zusammengebrochen bin, weil ich plötzlich so ein Herzrasen bekommen habe und keine Luft mehr bekommen habe und Panik gekriegt habe zu sterben und einfach nur noch dann weinend in ihren Armen lag und warten musste, bis das vorbei ist. In der ganzen Zeit habe ich total meinen ganzen Glauben hinterfragt. Ich bin christlich aufgewachsen und ich hatte eigentlich schon die feste Überzeugung, Gott liebt mich und es gibt einen Gott und ich glaube an diesen Gott. Besonders als ich über diesen Punkt hinaus war, dass ich das Gefühl hatte, noch was verändern zu können, sondern echt das Gefühl hatte, es war nur noch ein innerer Zwang und eine Angst da und eine Panik, hatte ich das Gefühl, Gott ist einfach nicht mehr da und lässt mich allein. Und dann kam der 17. Mai. Wir waren bei einer Therapievermittlung und die Dame dort hat uns relativ klar gesagt, dass sie uns so eine Klinik empfiehlt. Und sie hat uns auch irgendwelche Formulare darüber gegeben, hat uns darüber informiert, aber hat auch ganz klar gesagt, es wird dauern. Und eine Wartezeit von 2-3 Monaten ist mindestens zu erwarten. Aber da lässt sich nichts machen. Und ich weiß, wie wir nach Hause gefahren sind und ich mir innerlich nur dachte, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und das war der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal seit Monaten, wo ich die ganze Zeit innerlich gesagt hatte, wenn es Gott geben würde, dann würde er mich gesund machen oder würde er mir helfen, würde er irgendwas verändern. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich gebetet habe und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn es nicht nur Erzählungen sind von meinen Eltern, dann ist jetzt deine Chance, mich gesund zu machen. Entweder du heilst mich jetzt, entweder du gibst mir ein Zeichen, dass es dich gibt, dass es sich zu leben lohnt, oder ich nehme mir das Leben. Und dann waren wir daheim und das Abendessen war schrecklich wie immer. Und dann bin ich irgendwie nach oben auf mein Zimmer und saß dann da und plötzlich kam so ein Kribbeln über mich drüber und mein ganzer Körper hat so sich warm angefühlt und irgendwas hat sich bewegt und ich wusste plötzlich, dass ich essen kann. Und ich bin nach unten gegangen und habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will was essen. Und wir haben überlegt, was es sein könnte. Und dann habe ich ein Brot mit Mayonnaise und Eiern gegessen. Sachen, die ich wirklich zu dem Zeitpunkt seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst habe, geschweige denn daran gedacht habe, das zu essen. Und Mama hat mir erzählt, dass sie da geweint hat, weil sie so erfreut darüber war, dass es irgendwie ja so ein Hoffnungsschimmer war. Und ich erinnere mich dann, dass die nächsten 2 Wochen einfach, ich habe gelebt, ich weiß nicht, wie auf Wolke 7, wirklich. Ich war verliebt in das Leben. Ich hatte keine negativen Gedanken mehr über mich selbst. Ich habe neue Sachen ausprobiert. Ich habe meinen ersten Croissant wieder gegessen. Ich habe meine erste Breze wieder gegessen. Ich habe ein Eis gegessen. Ich
ich habe einfach Sachen gegessen, ich habe mich gefreut und ich erinnere mich, dass wir an einem Tag sind wir mal die Brücke runtergefahren. Ich habe einfach meine Arme ausgebreitet und habe geschrien, weil ich so glücklich war und mich so frei gefühlt habe. Und das war der Moment, wo ich echt Gott innerlich versprochen habe, egal was kommt, ich bleibe an dir dran, weil ich weiß, dass du der Einzige bist, der mich letztendlich heilen kann, der mich gesund machen kann. Und meine Geschichte mit der Essstörung ist hier nicht vorbei. Aber das Video ist jetzt schon lang und deswegen lasse ich es erstmal. Deswegen freut euch auf den nächsten Part. Kommt super gerne persönlich auf mich zu. Und ich freue mich aufs nächste Video und euch wiederzusehen. Ich freue mich!